Ich erinnere mich, dass ich immer schon nach Annaba Hippo wollte, weil ich mich mit Augustin beschäftige. Und ich habe gelesen im Internet, dass man von Tunesien aus ohne Visum nach Annaba fahren kann. Und ich habe, weil du aus Tunesien kommst, dich gefragt, ob das stimmt. Und du hast gesagt, nein, das stimmt nicht. Aber wir können eine Exkursion dahin machen. Und so haben wir angefangen zu überlegen. Aber du hattest schon länger Pläne, eine solche Reise hierher einmal zu machen. Ja, das stimmt. Ich forsche eher zu Nordafrika, zu Tunesien und Algerien und die Geschichte, vor allem die 6., 7. Jahrhundert ist mein Gebiet. Und als du das erwähnt hattest, dass du diese Idee hast, dann war es richtig, habe ich gesagt, ja, endlich, ich kann jetzt mit jemandem das zusammen machen. Und da wir auch in Tübingen auch in dieses eng miteinander zusammenarbeiten im Rahmen des Campus der Theologien und auch ONA, und hier kam die Idee, dass auch unsere Studierenden mit Studierenden dabei der 3 Fakultäten auch zusammenarbeiten können. Du hattest dann ja auch Kontakte zur Adenauer Stiftung. Genau. Und das hat dann diese Idee gebracht, dass wir auch noch Leute aus Algerien und Tunesien dazu quasi bringen und dann das nicht nur die Orte besuchen mit Deutschen, sondern es auch so eine interkulturelle Reise, ein interkultureller Austausch wird. Ja, das Besondere an dem Programm ist, dass wir anhand der Figur des heiligen Augustinus das verbindende oder mit ihm das verbindende Element des christlich-muslimische finden, diesseits und jenseits des Mittelmeeres. Augustin est très riche en histoire et en culture. Il a permis aux étudiants de plonger dans l'histoire commune des 3 régions, dans tout ce qui est aussi culture, les échanges culturels, les influences entre l'Europe et la Méditerranée. Also wir fanden es interessant, dass es so mitten im Zentrum steht, weil wir sind gerade hier auf dem Marktplatz, aber fanden es dann aber auch sehr praktisch für die Händler und diejenigen, die ja gearbeitet haben oder die hier arbeiten, wenn dann die Gebetszeit eintritt, dass man dann auch direkt hier zur Moschee gehen kann und beten kann. Oui. Il y avait un minaret au XVIIe siècle où il a été construit, et puis il a été refait de fond en comble à la fin du XIXe siècle. Il y a l'imam qui guide les musulmans. Et derrière lui, il y a un autre imam au niveau de la coupole. Vous vous rappelez? Ich bin ein bisschen geflasht von dem Licht tatsächlich, den Kronleuchtern. Also es ist ziemlich pompös, ich sagen. Ich glaube, es ist aber auch besonders, weil ja diese Säulen aus verschiedenen Kirchen und Gebäuden und Tempeln zusammengesammelt wurden. Ja, ich finde es Wahnsinn, wie das auch so zentriert ist auf so einen Ort. Also auf den, nicht den Ort, aber den Mihrab heißt es, wie ich es erfahren habe, wo der Imam dann am Freitagsgebet ist. Er meinte ja auch, dass es hier auch eine Universität war. Also man sieht einfach, dass früher die Moschee nicht nur ein Gebetsort war, sondern wirklich ein Versammlungsort. Ein Ort, wo man gebetet hat, ein Ort, wo man gelernt hat, ein Ort des Zusammenkommens.
Ich finde es zum einen super spannend und faszinierend auch, dass das so alt ist, also dass wir von der damaligen Zeit einfach noch ein Koranexemplar haben und dass das die Grundlage sozusagen ist für unser heutiges Exemplar, dass das die Wurzel ist. Ja, die Wurzel von der Offenbarung, wo wir einfach lesen können und auch die Entwicklung zu sehen. Also dass man sieht, okay, wie sah das früher aus von der Schriftart her, von der Farbe, von der Lesbarkeit und wie sieht es heute aus. Weil das ist gerade auch diese Entwicklung, die da durchgekommen ist oder die durchgemacht worden ist mit der Vokalisierung, dass das eben uns erleichtert, dass wir den Koran auch lesen können. Und es sieht einfach super schön aus. So, genau. تونس معروفة بالفسيفساء التي تتحدث عن الشأن البحري لأن المجتمع القرطاجي هو مجتمع يتميز بأنه مجتمع بحري بامتياز ويعتمدون كثيرا على البحر، لذلك نجد أغلب الفسيفساء في صورها تتحدث عن البحر والأسماك les bateaux, par exemple, السفن. Ja, für mich irgendwie sehr beeindruckend, sehr einmalig, ein bisschen ungreifbar auch neben sowas Uraltem zu stehen, so um die 2000 Jahre alten Mosaik von einem Dichter, mit dem ich mich richtig viel im Studium schon beschäftigt habe, und auf einmal ein Gesicht zu haben. Nicht nur mit der Literatur, die so grundlegende Menschheits- und Existenzerfahrungen verpackt zu tun zu haben, sondern auch eigentlich tatsächlich jetzt auch zu merken, das ist nicht nur abstrakt, das ist nicht nur irgendeine Analyse, sondern da steckt tatsächlich ein Mensch dahinter. Gerade so insgesamt das Reisen, alles, vor Ort kommen, tatsächlich Sachen konkret zu erleben, irgendwie auch mit den Sinnen wahrzunehmen, nicht nur mit dem Denken. Also für mich nochmal ein Puzzleteil, was sich fügt. Das hier ist sozusagen so ein Liegeplatz. Die Schiffe wurden hier hochgezogen, man konnte die dann reparieren, bauen, was auch immer und eben sichern vor Unwetter. Und das waren dann Platz bis zu 200 Schiffe im Innenkreis und im Außenkreis. Super. Dieser Hafen ist sehr wichtig für die Kontakte. Wer hat noch 2 Dinar? Also wer jetzt passend, ja. Die erst die passend haben. Heben Sie das gut auf, das brauchen Sie noch 4 Mal heute. Ja. Attention, réservez, maintenez le ticket. On a besoin 4 fois aujourd'hui. Encore 4 fois. Also wir sehen hier eine Basilika. Wenn Sie das gucken, sehen Sie Grundmauern. Sie sehen es wunderbar gerade. Was ist passiert? Was Sie hier sehen, ist nicht alt. Der Mensch, der das aufgebaut hat, wir haben uns darüber schon unterhalten, hat dann gedacht, ach, es gibt hier Säulen, die stelle ich einfach in die Mitte. Das ist natürlich totaler Nonsens. Ja? Es gibt nie Säulen in der Mitte einer Kirche. Warum? Ja, das habe ich mich auch gefragt, ehrlich gesagt, als ich das gestern. Doch, das
ist in dem, wissen Sie, wo die 15 ist, wo es anfängt, da ist doch so Orangenes. Ja. Und da ist, glaube ich, unten links in dem Orangenen, neben der Basilika, da ist das drin. Ah, in diesem Hof. So. Also da, wo so theoretisch sieht es aus, als ob da irgendwas drum war. Genau. Okay. Ja. Alors, attention, attention. Attention, attention. C'est un bâtiment très important d'ici. Nous ne sommes pas dans la cité romaine. Alors, les murs de la cité romaine, c'est où elle se trouve aujourd'hui la mosquée. Alors, nous sommes en dehors de la cité romaine. And maybe one point for why did the Christians build outside the city their first churches? It was two reasons. One reason is inside the city there was no place. There were just other buildings, and they had to build outside because inside there was no place. Just in the 5th, 6th century, in later centuries mostly, Christianity became so important that they just deconstructed some buildings and built churches inside. Et je me rends compte qu'il faudrait vraiment y dédier toute une vie pour peut-être pouvoir percer les secrets de cette mystérieuse Carthage qui est très fascinante. Et en termes d'émotion, c'est vrai que je suis ému. Et en tant qu'Algérien, en tant qu'Africain, Nord-Africain, ça me plaît beaucoup d'être ici et je considère Carthage comme... c'est une partie de moi, de mon identité, de mon histoire. En tant qu'Amazigh, en tant que Berbère, cette civilisation carthaginoise, libyco-punique, fait partie de ma culture, de mon histoire, de mon passé, de mon identité. Donc c'est très important pour moi de la connaître et de la faire connaître. أول رئيس الجمهورية التونسية يعني هو خذي الاستقلال عند فرنسا وهو لكون الدولة الحديثة. Das ist ein Monument für den ehemaligen Präsidenten Habib Bourguiba, der erste Präsident der tunesischen Republik. قل مصر قل جمال عبد الناصر ولات من الزعامات الوطنية المعروفة في العالم. Der Name Habib Bourguiba geht in die Geschichte und die Welt hinein als Figur und als Identifikationsfigur für Tunesien, genauso wie Gandhi mit Indien oder Atatürk mit der Türkei oder Mandela für Südafrika. C'est très 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 important pour notre comme Tunisien. It's very important for us as a woman, because Bourguiba he was an excellent president, and he was open for the other culture. He gave us the access to be creative, to be independence as a woman.
Und ich glaube, wir sind jetzt mitten in dieser Exkursion und wir sehen, wie schön das funktioniert. Es ist ja auch so, dieses interkulturelle Lernen bedeutet ja immer, dass sehr verschiedene Ausbildungsniveaus und Standards, Fächer und Sprachen zusammenkommen. Und das muss man ja auch erstmal zusammenbringen tatsächlich. Aber das ist auch sehr bereichernd. Also ich kann natürlich auch einen Kurs über Nordafrika zu Zeiten Augustins einfach so als Hauptseminar machen. Aber das ist etwas ganz anderes, weil ich dann diese aktuellen Perspektiven aus verschiedenen Ländern und Sprachen und Kulturen zusammen habe. Wenn man hier durchläuft, es sind zwar nur 3, 4 Räume, aber es ist so viel an verschiedenen Motiven, die auftauchen. Und hier stehen wir jetzt gerade an der Medusa, die halt wahnsinnig schön ist, weil es auch so gut erhalten ist und über den Spiegel erreichbar ist, damit man nicht stirbt, wie ja die Sage um Medusa ist. Und das ist halt wirklich toll. Und jeder Raum hat irgendwie eine andere Finesse, was anderes Schönes, wo man dann denkt, das gibt's nicht. Also das sind halt Schätze, die sind 1500, 1800 Jahre alt und sind noch so gut erhalten. Das ist Wahnsinn. Ich habe hier auf der Webseite ein bisschen was gefunden, aber sonst ist es nicht einfach, diesen eigentlich Reichtum online ein bisschen zu finden. Also ich habe dadurch, dass Nordafrika so gut von Römern und Puniern ausgebaut und die Städte groß waren, habe ich mir schon gedacht, dass noch was übrig ist. Aber dass man es noch so gut auch in schönen Museen aufbereitet hat, habe ich jetzt nicht erwartet. Sur quoi se construit la civilisation? Eh bien, la civilisation se construit sur tout ça. Des sites archéologiques, des sites religieux, des musées qui gardent tout ça en mémoire. Et ça nous ramène à la question fondamentale qui est le patrimoine culturel matériel qui est conservé dans les musées et qui cache derrière lui une autre partie qui est le patrimoine culturel immatériel qui est porté par la pensée humaine et qui représente toute la réflexion, toute la culture que cache ou que conserve la société tunisienne et la société sud-méditerranéenne en général. Es gibt 3 Etagen hier, dieses Amphitheater, und eine unterirdische Etage. Höher ist die Höhe des Amphitheaters ist 36 Meter hoch und das ist klassifiziert als dritte wichtigste Amphitheater weltweit. إذن في الحقيقة يعني حينما يسألني صديق من ألمانيا أو من الجزائر عن شيء فأجيبه طبعا على القدر الذي أعرفه عن هذا المكان، وهذا فعلا يجعلني أشعر بأن هذا التراث ليس تراثا تونسيا فقط، ليس حكرا على تونسيين فقط أو على البلاد التونسية، هو إذن سي يونيفرسال كوني كما أقول. دونك هذا هو التاريخ في الحقيقة. يجب أن نزور هذا المكان جميعا من جنسيات مختلفة. هذا هو الشيء الفاصل الواصل، ليس كما نزوره تونسيين فقط، وليس كما نزوره في مجموعة مختلفة من جنسيات مختلفة من لغات مختلفة كذلك. Das stimmt, das ist wirklich auf eine ganz faszinierende Weise versammelt, weil wir haben diese nicht mehr genutzten alten Steine, wir haben Zeugnisse vorchristlicher Zeit, auch in der wir uns teilweise bewegen.
Und wir sind jetzt hier auch als teilweise christliche Gruppe unterwegs, suchen so ein bisschen die Spuren Augustins. Und was man dann mitbekommt, ist aber diese nochmal neuere Religion und die jetzige Kultur mit dem Islam. Und jetzt gerade im Hintergrund hört man es eben vielleicht auch. Mich interessiert auch und hat mich auch stark daran interessiert, mein Verständnis von Theologie. Dass Theologie, alleine eine Theologie kann nicht viel bringen. Man braucht die anderen Theologien einerseits, braucht auch andere Wissenschaften, also interdisziplinär und interkulturell, aber auch eine gelebte Religiosität. Ich verstehe Religion auch die Art und Weise, wie Menschen das verstehen und erleben. Und was wir in Tunesien zum Beispiel haben und auch Nordafrika. Und wir haben Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, die sehen, wie islamische gelebte Kultur hier funktioniert, wie Menschen hier damit leben umgehen. und auch diese Antiquität auch verstehen. Ja. Und das ist die interessante Angelegenheit. Gestern Abend und heute hatten wir den Geburtstag des Propheten. Und es war interessant zu sehen, dass die Muslimischen aus der Gruppe teilweise das wussten, teilweise aber unsicher waren. Ist das heute oder ist das morgen? Ja. Das ist interessant zu sehen, wie das dann eben auch nicht einfach der Muslim, die Muslima, sondern sehr unterschiedlich, wie sie das feiern und praktizieren. Ja. Okay. Als ob wir jetzt im 7. Jahrhundert wären. Das ist die erste Moschee, die von den Muslimen, vom General der Armee, der muslimischen Armee, Uqba ibn Nafi', ca. 670 gegründet wurde. Sie können sich ein bisschen an die islamische Geschichte erinnern, dass der Prophet Muhammad starb im Jahr 632. Nach dem Tod des Propheten Muhammad erreichte der Islam die Gegend hier. 670 wurde diese Moschee errichtet und von dieser Moschee ging die Botschaft des Islam durch ganz Afrika, anfangs durch Algerien, Marokko, dann Spanien, erreichte Europa auch. Und das Wichtigste, wo ich auch mittlerweile dazu forsche, hinter uns hier, wir werden gleich sehen, wurde eine der wichtigsten Manuskriptsammlungen der islamischen Welt hier wieder gefunden. Mindestens 26 Quellen, die geschrieben sind, wurden hier gefunden, die nicht in Bagdad oder in Mekka oder in Medin verfasst wurden, sondern hier. Und das auch erklärt uns, dass den Übergang vom mündlichen Übertragung und Überlieferung zum schriftlichen. Der Bau der Moschee hier, der ist ja ziemlich alt und es macht schon Eindruck. Also auf künstliche Hinsicht, aber auch auf spirituelle Hinsicht. Wir waren auch gestern hier mit unseren Mitschülern beten. Und es ist natürlich schon was anderes, wenn man weiß, dass das Gebäude ist so alt und hat so viel auch schon vom Islam mitgenommen und dazu beigetragen. Ja, ist super schön und ich bin auch ein bisschen gerade, ja, ich lasse die Eindrücke auf mich wirken und sowas. Sehr schön, ja.
mieux conservé de la Tunisie. Il n'y a pas beaucoup de restauration comparée à celui de Carthage. C'est comme les théâtres grecs. Il est adossé à une colline. Il est de capacité de 3500 spectateurs qui avaient plusieurs sièges. Donc il faut imaginer que la plèbe se mettait en haut. Un peu plus bas la classe moyenne et les soldats. Encore plus bas les riches. Dieses jedenfalls. Also Antoninus ist der erste. Und dann kommen nämlich danach Hadrian und Trajan. Naja, in manchen Orten sieht man ja vielleicht einen tollen Tempel oder eine Therme. Zum Beispiel Karthago, auch so schöne Orte, aber hier hat man ja das Gefühl, man steht in dieser Stadt. Man kann sich genau vorstellen, wo welches Gebäude war und wie ein antiker Mensch sich in dieser Stadt bewegt hat. Und das hat man halt in nur einer Handvoll, vielleicht ein paar mehr antiken Städten diese Möglichkeit. Und das ist natürlich dann besonders, sowas zu haben. Ich hätte es nicht erwartet, dass hier so viel zu sehen gibt, dass es ein so weitläufiges Gebiet ist und dass man auch noch das Stadtbild so gut vor Augen hat. Damit habe ich nicht gerechnet und ich bin dankbar und glücklich. Ich bin mir auch tatsächlich gar nicht sicher, ob ich jemals auf so gut erhaltenen Latrinen gesessen bin. C'est une des rares villes qui a été signalée dans la haute antiquité et qui n'a jamais disparu. Jamais. On a toute la série, même les pires moments de la documentation, on n'a pratiquement rien, elle est toujours là. Cette accumulation, elle a donné un cas d'espèce. C'est une ville comme ça, accumulée. Alors là, on fait de la véritable archéologie urbaine. Et l'enduit authentique est là. Ah, bien. Voilà. والغريبة أنا الغريبة قراني سمح بن الشريف. Et là, au Kef, vous avez un bel exemple de conservation d'un modèle paléochrétien qui remonte à peu près au IVe siècle, justement bien avant la période de Saint-Augustin, et qui a été bien préservé, à part la toiture, tout est bien. Et là, on voit déjà la façade principale qui annonce l'ordre intérieur, avec la nef centrale et les nefs latérales. Déjà, ça c'est cette reproduction de la façade extérieure, de l'intérieur, c'est déjà un pari architectural très important. Bien. Alors, je vais commencer à faire tout pour nous réconcilier avec. Et là, on a restauré le monument et on a réorganisé les pèlerinages. Nous l'avons organisé en partenariat avec notre bureau de Casse-Tunisie, avec l'université de Tübingen, et nous avons pris comme point de départ Augustin. Pourquoi nous avons pris Augustin? Parce qu'Augustin est très riche en histoire et en culture. Il a permis aux étudiants de plonger dans l'histoire commune des trois régions, dans tout ce qui est aussi culture, les échanges culturels, les influences entre l'Europe et la Méditerranée. Et en plus de ça, ce qui était aussi très intéressant, c'était de voir leur compréhension encore plus approfondie concernant les dynamiques interculturelles.
Peut-être vous demandez la maison du Professeur, etc. Ici, on n'a pas de livres. Es gibt keine Bücher hier, meistens und auch absichtlich. Wir hatten früher manchmal Bücher, aber entweder werden sie vernachlässigt. Aber auch wenn man hier ist und arbeitet draußen, es ist so viel zu tun, dass man K.O. nach Hause geht. Keiner hat Zeit für die Bücher. Und also man liest Bücher, um sich zu entspannen. Die Entspannung ist draußen. Es gibt so viel zu tun. Hallo, kommt. Wenn man die Erde berührt, dann riecht man die Erde, liebt man die Erde und es vermittelt auch ein ganz anderes Gefühl. Also für mich war das ganz berührend, gerade die Familie zu sehen und also von jung bis alt zusammen in diesem einen Raum die Geschichte von Herrn Khalfaoui zu hören, wie er hier aufgewachsen ist und wie sehr er immer noch verbunden ist mit diesem Ort. Und für mich natürlich ein unglaublicher Einblick in eine Welt, die ich davor überhaupt nicht kannte, noch nie gesehen habe. Hier diese Landwirtschaft in der sonst so ganz kargen Umgebung. Hier sind wir wie in so einer kleinen Oase, so fühlte sich das fast ein bisschen an, als wir hierher gefahren sind über die staubigen Straßen. Und dann wurden wir so gastfreundschaftlich willkommen geheißen. Es gab unglaublich leckeres Essen, hatte ich auch noch nie davor gegessen und getrunken. Le troisième élément, c'est qu'il y a des étudiants d'ici qui ont rencontré des étudiants d'Allemagne. Quand on se dit d'ici, c'est-à-dire le sud de la Méditerranée, qui ont rencontré des étudiants d'Allemagne et qui ont pu travailler, se connaître, travailler ensemble, et aussi des professeurs d'ici et de là-bas qui se sont rencontrés et qui peuvent maintenant travailler en réseau. Boula Regia, résidence limite. Maktar, résidence limite, mais pas Chemtou. Parce que cette carrière de marbre était devenue une propriétaire familiale. Harry. Ici, on est descendu comme ça, par là, donc ici. Donc derrière le musée, de l'autre côté ouest, il y a ça. Il y a cette partie. Il y a le Capitole, il y a le théâtre, il y a les thermes et les aqueducs derrière le musée. Et ce qui était pour moi très intéressant d'observer aussi, c'était cet échange entre tous les participants. Quand je dis échange, je parle d'échange sur le plan religion, sur le plan histoire, sur le plan culture. C'était vraiment fascinant. Il y avait une dynamique magnifique aussi.
Façade originale, c'est de l'autre côté. C'est pas celle qui est d'or. Donc ça a été cette deuxième partie. Heute sind wir in Utica, wo eine Hauptstadt war von Nordafrika, die Rivalin Karthagos. Ja, aber das ist ja Parallelstraßen, du hast dann 4,1, 2, 3 und so. Und die Cardo-Straßen, also rektangulär Struktur. Und das nennt man eine Insula. Diese Insula ist halt dann eingeteilt, zum Beispiel in 12 Häuser. Was mich an den archäologischen Städten am meisten beeindruckt hat, ist, wie viel auch erhalten ist. In Duga etwa oder Bulla Regia. Man kann so eine Stadt wirklich erfühlen, durchlaufen. Also ich muss echt sagen, dass das jetzt in meinem gesamten Studium ein Highlight war, wenn ich so rückblicke. Also ich fand es tatsächlich schon etwas überwältigend auch wieder, die ganzen Videos und Fotos zu sehen und tatsächlich auch die Interviews jetzt mal sehen zu können, weil ich habe immer gesehen, wie Uta gefilmt hat und jetzt tatsächlich die Antworten auch zu ihren Fragen zu sehen, die Eindrücke, die die anderen hatten. Das war richtig schön. Ich konnte auch ein bisschen einen Vergleich ziehen zu meinen Eindrücken. Was ich mitnehme, sind auf alle Fälle die Freundschaften, die letztendlich die Basis sind, die weitergeht, der Austausch, der weitergeht. Und was mir jetzt auch in den 6 Wochen noch begegnet ist, gerade auch, ich habe ein Praktikum in Italien gemacht, wo ich sehr, sehr viel Islamophobie begegnet bin und mir einfach nochmal vor Augen geführt wurde, wie wichtig es ist, Menschen kennenzulernen. Nicht einfach vor Unbekanntem stehen zu bleiben, sondern Brücken zu bauen. Da hat man halt auch gesehen, wie Theologie funktionieren kann,
wie das Zusammenleben funktionieren kann, wenn man sich gegenseitig respektiert und unterstützt. Also wir können auf jeden Fall viel von der Bevölkerung Tunesiens lernen, was das Zusammenleben angeht. Ich fand besonders toll, dass wir einfach so eine Gemeinschaft waren, obwohl wir uns, wie gesagt, nicht wirklich kannten davor. Ich glaube auch, dass es uns allen ein bisschen weitergebracht hat, im Sinne von auch vielleicht mal das Fremde anders zu betrachten. Auch wenn wir hier zum Beispiel im Theologiezentrum so nahe zueinander sind, aber haben wir noch nie miteinander zu tun gehabt. Und ich glaube, das hat sich durch die Reise ins Positive geändert. Was mir auch aufgefallen ist, unser großes Privileg, reisen zu können. Mit einem europäischen Pass, ja, in fast jedes Land dieser Welt reinzukommen oder zumindest in eine Vielzahl, für die allermeisten Länder kein Visum beantragen zu müssen. Gerade auch ja, beim Abschied mit den Tunesiern, wo manche Tränen in den Augen hatten, weil sie wussten, für sie gibt es wahrscheinlich nur die Möglichkeit, uns wiederzusehen, wenn wir zu Besuch kommen. Woran ich immer zurückdenken muss, sind einfach, abgesehen von den ganzen Sehenswürdigkeiten, die wir uns angeschaut haben, die Menschen, die wir kennengelernt haben, sind tatsächlich die Gespräche und die Weisheiten, die ich gelernt habe, die mir im Kopf geblieben sind, die wirklich auch mich persönlich berührt haben, die ich immer noch mit mir trage. Ich habe wirklich das Gefühl, danach hatte ich auch ein wirklich anderes Weltbild, also ein etwas positiveres Weltbild, so eine ganz andere Perspektive auch auf vieles. Und das habe ich auch den ganzen Leuten zu verdanken, die ich hier auf dieser Reise kennenlernen durfte.